Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu JavaScript und dem Window bzw. Browser Object Model, dem BOM. So, heute möchte ich euch ein paar weitere nützliche, coole Features zeigen. Und zwar, wenn ihr irgendwann mal zum Beispiel zurück navigieren wollt, also einfach eine Seite zurück oder eine Seite vorwärts in der History, in meinem Fall wäre vorwärts das hier in Google. Und zurück wäre, ja, die Seite nochmal. Aber ist eher unspannend, deswegen werden wir hier vorwärts benutzen. Aber ich zeige euch natürlich trotzdem, wie zurück funktioniert. Dann könnt ihr das ganz einfach machen, indem ihr sagt window.location, history, Quatsch, was sage ich von location? History.forward. Forward ist vorwärts und back ist die Alternative, das wäre zurück. In meinem Fall wollen wir aber forward haben, weil back irgendwie ein bisschen unspannend ist. Da passiert nichts und da sieht man dann auch nichts. Ja, und ihr seht es einfach nach vorne und schon sind wir auf der nächsten Seite, die quasi einfach die nächste Seite in unserem Fenster ist. Das könnt ihr super in irgendwelche Add-ons oder sowas packen oder irgendwelche Browser-Management-Sachen. Das ist ziemlich cool. Was noch viel cooler ist, ist, dass JavaScript hier tatsächlich euch keine Möglichkeit gibt, die komplette History von eurem Browser zu lesen. Das heißt, ihr könnt euren Nutzer nicht einfach so ausspionieren, sondern ihr habt tatsächlich nur über Back und Forward irgendwelche Rechte. Das ist ziemlich praktisch und hat mir sehr gefallen. Ich meine, früher ging das mal und mittlerweile geht es nicht mehr, aber ich bin mir da nicht ganz so sicher. Drauf schwören könnte ich nicht. Okay, da wir hier in diesem Video so ein bisschen gemixt waren, anbieten, was hier das BOM angeht. Nächstes Mal gucken wir uns nur Cookies an, die gehören auch zum BOM, aber ja, dieses Mal alles so ein bisschen, was wir noch so brauchen können. Dieses Mal machen wir noch den Alert und zwar nicht den Standard-Alert über das hier, den kennt ihr ja schon zu Genüge, sondern die Prompt. Prompts kann man auch auswerten, das heißt, wir haben hier erstmal String Message, steht da oben, String Message, keine Ahnung, gib hier was ein und dann kommt ein Optional, wo der Standardwert drin steht. Ich nenne es jetzt einfach mal nur Default. So, und was wir hier bekommen, ist ziemlich cool. Das wird auch manchmal tatsächlich benutzt, wenn man sich irgendwo anmelden muss. Hier, seht ihr, wenn man hier dieses Ding aufruft, dann steht hier, gib hier was ein und dann einfach das Default. Ja, in meinem Fall wollen wir jetzt da nichts eingeben, wir wollen es aber auswerten. Und wie machen wir das mit dem Auswerten? Naja, wir können hier einfach sagen, var Input ist gleich window.prompt und da wird dann einfach dieser String reingepackt und jetzt kann man den hier vergleichen. Das heißt zum Beispiel if input gleich Passwort, das ist jetzt unser geheimes Passwort. Achtung, bitte niemals so eine Passwortabfrage machen, das ist ungefähr furchtbar, aber nur so als Beispiel jetzt, okay? Und dann könnt ihr ihn hier irgendwie weiterleiten, zum Beispiel auf, keine Ahnung, auf irgendeine wichtige Seite, zum Beispiel href ist gleich, jetzt hier die geheime Seite, ich werde jetzt hier einfach Google wieder benutzen, http://www.google.com. Das ist die geheime passwortgeschützte Seite, auf die wir weitergeleitet werden. So könntet ihr eine kleine, sehr, sehr kleine Passwortabfrage machen. Ich gebe jetzt hier einfach mal Passwort ein. Ihr seht, es ist tatsächlich auch noch im Klartext zu sehen. Wenn ich jetzt aber OK drücke, dann kommen wir zu Google. Wenn ich das Ganze irgendwie falsch eingebe, also zum Beispiel einfach hier Default, dann passiert gar nichts. Wunderbar. So funktioniert also diese Prompt. Leider, wie gesagt, mit JavaScript alleine ist es hier nicht möglich, noch irgendwie was weiteres einzugeben, dass die Prompt irgendwie so manipuliert, dass man das Ganze nur noch als Passwort erkennen kann. Deswegen nicht so eine Passwortabfrage machen, das ist ziemlich furchtbar. Also wie gesagt, man kann in JavaScript alleine sowas nicht maskieren hier. Dazu werden wir dann noch irgendwann kommen. Ich glaube, mit jQuery hatten wir dann eine Möglichkeit. So, das war's hier erstmal. Nächstes Mal geht es dann weiter, wie versprochen, mit Cookies und danach werden wir wahrscheinlich noch kurz was zu Timing machen, also sowas wie Set Timeout oder Set Interval. Das ist ziemlich cool, kann man auch oftmals brauchen und ja, war ein ziemlich kurzes Video, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!